Moin Moin zu Gerrits Tagebuch. Es hat ein paar Monate länger gedauert diesmal. Einer der Gründe dafür ist, dass das Wunderland so ein ganz klein bisschen im olympischen Fieber ist, aber dazu am Ende der Folge mehr. Ich habe mir gedacht, es ist mal an der Zeit, über ein Thema zu reden, was wir seit einem Jahr im stillen Kämmerchen betreiben und euch immer so ein bisschen vorenthalten haben. Der Grund ist, dass wir bei diesem Thema so unsicher sind, ob das jemals funktionieren wird, dass wir nicht irgendwelche Begehrlichkeiten und Erwartungen wecken wollten, indem wir am Anfang toll erzählen, was wir jetzt gerade Schönes vorhaben und es am Ende nicht funktioniert. Wir wissen auch nach einem Jahr immer noch nicht, ob es funktioniert, aber ich dachte, es ist jetzt an der Zeit, mal unsere Fortschritte hier zu zeigen. Und zwar habe ich vor einigen Jahren schon mal in die Kamera gesagt, mein persönlicher großer Traum ist eine Formel-1-Strecke. Und da wir nach dem Italien-Abschnitt, der irgendwann mal fertig sein wird, wann auch immer, Monaco bauen werden, bietet sich ja irgendwie an, Monaco, ganz interessante Formel-1-Strecke, ob wir es nicht schaffen können, dort die Formel 1 zu integrieren. Ich weiß gar nicht, ob er in Gerrits Tagebuch jemals vorgekommen ist. Ich auch nicht, obwohl du schon 10 Jahre hier bist. Er ist eher so dem stillen Kämmerchen hier und ist so der Elektronik- und Softwareentwickler. Alles, wo man einen Stecker in die Steckdose steckt und einen Bildschirm angeht, programmiere ich. Und alles, was zu klein ist, macht er. Und die ganzen Platinen- und Layout-Entwicklungen und quält sich hier und quält sich hier und quält sich hier, vor allen Dingen mit der Formel 1. Ja. Angefangen, vor über einem Jahr, war uns eigentlich ziemlich klar, die Autos müssen schnell sein und langsam. Das ist immer eine Herausforderung. Sie sind super klein, also man braucht gar nicht lange anfangen zu überlegen. Ja, auch wieder. Da passt kein Akku rein, da passt kein Motor rein, zumindest keiner, der irgendwie 10 Stunden am Tag im Dauerbetrieb funktioniert, 365 Tage im Jahr und auch noch Staub nicht interessiert. Auf jeden Fall war ziemlich schnell ja die Idee, das geht nur mit einer einzigen Möglichkeit, mit Magnetfeldern. So, Transrapid angeguckt. Ich weiß noch, wie wir versucht haben, aus China da dieses Modell zu bekommen und wo wir kurz der Hoffnung waren, dass das klappen könnte. Aber Transrapid ist eigentlich nur ein X-Antrieb, das heißt, es fährt irgendwie Schienen- oder Magnetfeld unterstützt auf einer Spur in eine Richtung. Und was wäre Formel 1 ohne Überholmanöver? Das heißt, wir haben zu den Sternen gegriffen, wenn schon, denn schon, vor den Kurven bremsen, nach der Kurve beschleunigen, Überholmanöver. Ich weiß, Axel, du hast ja immer mal in den Kopf gesetzt, sogar durch die Boxengasse zu fahren. Aber wir schauen mal. Wir sind ziemlich schnell losgeprescht mit der ersten Idee, die steht hier hinten. Und ich würde einfach mal sagen... Das hat jedenfalls schon mal dazu geführt, dass wir unheimlich hohe Geschwindigkeiten drauf gekriegt haben. Aber es war überhaupt nicht möglich, langsam zu fahren, weil die Regelung viel zu kompliziert ist zwischen diesen Magnetfeldern. Und je stärker das Magnetfeld war, je schwieriger war es, eine Kurve zu machen, weil das Anziehen gleich die Reibung der Räder so erhöht hat, dass eine Spurwechslung kaum noch möglich war. Ich weiß, nach ein paar Monaten hast du mir das ja präsentiert, also wir haben immer viel geschnackt, aber ich habe in dem Fall mir gedacht, so, ich lasse ihn einfach mal machen. Und dann kam tatsächlich diese sehr unscheinbare Platine raus, ordentlich schwer. Und die erste Frage war, ist das jetzt tatsächlich 12 cm Formel 1 Strecke und mehr nicht? Oder ist das die Ansteuerung für was ganz Großes? Und es ist tatsächlich 10, 12 cm Formel 1 Strecke. Da das zu grob war und dann bei langsamen Geschwindigkeiten auch die Regelung nicht dazu geführt hat, dass es gleichmäßige Bewegung kam, sind wir sogar noch weiter gegangen und haben das feiner gemacht. Ja. Was an Aufwand aber nicht gerade geringer ist. Ja, man sieht tatsächlich, das hier wäre ein Stück Straße und darunter sind unzählige Magnetspulen. Jede Magnetspule hat einen eigenen Controller. Und na, die werden alle schon von einem Controller angesteuert. Aber, achso, das waren die kleinen Leistungstreiber, ne? Ja. Und das heißt, diese Magnetfelder können umgepolt werden und an den Fahrzeugen waren Gegenmagnete dran. Und du hast es mir vorgeführt, das Auto fuhr hier mit ungefähr umgerechneten 300 Stundenkilometer tatsächlich lang. Das hat funktioniert, nur das Langsamfahren nicht. Man muss sich das vorstellen, das Langsamfahren ging dann so ein bisschen eher so. Das heißt, da jeweils, wo dann eine Spule gerade unter dem Magneten war, war beim Langsamfahren doch irgendwie Zuckelungen zu bemerken. Also, das war ja ungefähr so vom Dreivierteljahr, das ging ja am Anfang recht schnell. Nur wenn man dann auf die Probleme stößt, halt, dass die Auflösung nicht fein genug ist und das ist ja hier jetzt, man muss sich das mal vorstellen, die Straße wäre ja ungefähr so breit und wir haben 21 Meter Formel-1-Strecke in Monaco mit engen Kurven. Wie viele Spulen und vor allen Dingen wie viele Prozessoren und wie viele Treiber und alles, also wie viele Platinen wir brauchen würden, haben wir am Anfang gedacht, wir suchen mal nach einer anderen Lösung. So, und jetzt weiß ich nicht, am besten sagen wir mal
direkt, wo wir jetzt angekommen sind. So, das war jetzt eben die Schnelleinleitung, jetzt kommt die technische Erklärung dazu. Und zwar, wie gesagt, wir haben mit dem Transrapid angefangen. Der Transrapid, das sind Elektromotoren oder Elektromagnete, die in der Strecke und im Fahrzeug sind. Beides ist hochintelligent, wird gesteuert. In Abhängigkeit kann das Fahrzeug durch abstoßende Magnetfelder anheben und durch anziehende Magnetfelder in eine Richtung beschleunigen. So, war ja am Anfang eine gute Idee, da wollen wir auch ungefähr hin, aber A, wir wollen das Fahrzeug nicht anheben, B, wir wollen nicht nur in eine Richtung, sondern wir wollen auch Spurwechsel machen und wir haben halt keinen Platz dafür, dass wir in beiden Objekten, nämlich in der Straße und im Fahrzeug, Technik reinbringen können, Akku, Strom, Steuerung und so weiter und so fort. Dann kam Axel irgendwann die Idee halt mit den Spulen. Das war auch ein guter Ansatz, weil wir sind dann tatsächlich geradeaus ziemlich gut damit gefahren um die Kurve, aber die Auflösung war zu gering, um langsam zu fahren, weil die Magnetspulen einfach, weil sie Hardware, also sind einfach physikalische Bauelemente, nicht so klein werden können und trotzdem noch ein super starkes Magnetfeld erzeugen können, dass sie so klein und eng zusammen sein können, dass es einfach keine Sprünge gibt, wenn das Fahrzeug zwischen einer Spule hin und her wechselt. Dann kam dann eine Idee mit dem Halbach-Array. Das Halbach-Array ist eine bestimmte Anordnung von Nord-Süd-Pol-Ausrichtungen von Magneten, was dazu führt, dass die eine Richtung, in die der Magnet wirkt, verstärkt wird im Vergleich zu der anderen Richtung. Das heißt, es gibt immer ein Übergewicht des Magnetfeldes in eine Richtung. Und das Ganze lässt sich quadratisch anordnen sogar. Das ist sozusagen dieses kleine Bauteil hier. Und man kann mit Leiterbahnen, auf denen dieses Ding dann liegt, dieses Magnetfeld sozusagen beeinflussen, indem man ganz genau exakt die Magnetfelder in der Straße sozusagen steuert, wird dieses Array dann gedreht, bewegt, angezogen, abgestoßen. Das Ganze aber in einer so kleinen Bauform, das kann man sich kaum vorstellen, dass wir dann, wenn wir daraus die Formel-1-Strecke bauen würden, was wir dann an Prozessorleistung brauchen, also diverse Prozessoren, über 10.000 Eingänge an irgendwelchen Platinen, die uns Informationen verarbeiten können, ob da gerade ein Fahrzeug ist oder nicht. 5000 Regelungsbausteine, die hier diese Magnetfelder steuern. Und das Ganze muss dann am Ende zusammenlaufen auf ein PC-Programm, was dann auch die Logik irgendwie kennt, wie ich jetzt 21, 22 Formel-1-Autos mit Überholmanöver jedes Mal anders über die Formel-1-Strecke jage. Das ist die Kurzzusammenfassung unseres zum Sternegreifen der Formel 1. Und jetzt zeige ich mal den aktuellen Stand. Was für uns eine Sensation war, wie es für euch jetzt hier verrutscht, was auf einem grünen Stück im Kreis, ist für uns eine kleine Sensation gewesen. Also vor allen Dingen, als Axel mich eines Tages runterrief und sagte, schau mal. Und ja, war ich schon ziemlich fasziniert. Das ist also der Stand, an dem wir momentan sind. Ich weiß nicht, ob du überhaupt noch Lust hast, immer nur Formel 1 Autos und Halbach-Arrays und dann neue Ideen. Ja, weil mir immer wieder neue Ideen kommen, habe ich natürlich auch Lust, die umzusetzen. Und jetzt fehlt uns noch die Power und hier ist noch ein Problem in der Kurve, deswegen hätte ich sonst auch schon Spurwechsel vorführen können, aber da habe ich auch schon Lösungen, die dann später mal, wenn das vorführbar ist, vielleicht auch weitergegeben werden können. Das heißt, das hier, was ich hier sehe, ist ja immer ein Segment. Ja. In dem sollte sich auch nur ein Formel-1-Wagen befinden. Also das könnte ich eigentlich auch jetzt schon, dass da einer schneller und einer langsamer ist, was nicht gehen würde, wenn das alles ein Segment ist, dann würden sie sich alle parallel bewegen. Das heißt aber, wenn, hier war das, dass die Leiterbahnen zu eng werden. Ja, das war jetzt ein Test und da, weil dieser Abstand, wenn man das hier sieht, hier immer geringer wird und dann passt das mit den Magneten nicht mehr. Ja. Mir wurde erzählt, das ist eine Überraschung für mich. Ich habe eben da schon einmal rüber geluschert und es ist auch eine grüne Platine. Ja, und ich sehe Stefan Dombrowskis Schrift und ich weiß, dass Stefan Dombrowski irgendwas mit dir zusammen gebastelt hat und mir nicht verraten werden sollte, was. Das Ganze ist eben als Nebenprodukt entstanden, damit mal, hier haben wir zum Beispiel nur ein Segment von dem, wo wir hier 16 haben. Und das lässt sich dann mit diesem Joystick, hier sieht man, das geht, kannst du mal selber machen. Das ist der Hammer. Was passiert, wenn wir zwei Boote verwenden? Die bewegen sich alle parallel. Weil es keine Sektoren gibt. Das ist ein Segment. Das ist ein Segment. Ja. Wenn ich sehe, wie präzise du diese Schiffe da auf dem ein Segment steuern kannst, dann bin ich mittlerweile auch wieder zuversichtlich. Und ich hoffe nicht, dass das irgendeine Anspielung auf die Schiffssteuerung um die Größe oben sein soll. Ja, ich denke, da gibt es ja auch mittlerweile Fortschritte. Aber, auch wenn es gar nicht geplant war, weil ich das in der nächsten Folge eigentlich machen wollte, ich zeige euch mal zumindest bei der Schiffssteuerung, dass es wirklich vorangeht. Einfach mal ein ganz paar kurze Bilder, denn wir haben angefangen, Kameras aufzuhängen. Und wir haben erste Tests gemacht und die Ortung ist ziemlich gut damit. Eigentlich so gut, dass wir
uns sicher sind, dass es funktioniert. Wir bauen das jetzt zu Ende und sobald wir damit die Schiffe vernünftig orten können, zeige ich euch bei der Schiffssteuerung die nächsten Schritte. Und jetzt habe ich am Anfang gesagt, dass wir fürchterlich im Olympiafieber sind. Vielen Dank, Axel. Jo, ich mache mal weiter. Denn ich muss ja jetzt in die Europapassage mit Freddy zusammen. So, und zwar haben wir hier in Hamburg die einmalige Gelegenheit, die Olympischen Spiele und die Paralympics 2024 eventuell nach Hamburg zu holen. Das ist für uns Wunderländer einfach eine solche Euphorie, die dieser Gedanke auslöst. Und wir haben das Gefühl, das ist bei den Hamburgern noch nicht ganz so angekommen, dass es wirklich eine einmalige Gelegenheit ist für diese wirklich vielleicht nachhaltigsten Olympischen Spiele aller Zeiten, dass die hier in Hamburg stattfinden. Deswegen versuchen wir vom Wunderland so möglichst viele Hamburger, wie es geht, mit unserem Feuer und Flamme sein anzustecken, damit die andere anstecken, damit am 21.03., wo die Vorentscheidung kommt, wer der deutsche Bewerber wird, das DOSB sich für Hamburg entscheidet. Dafür haben wir viele Aktionen gestartet und eine davon ist, dass die Hamburger sich in unser kleines Olympiastadion setzen können. Und da gleich der Bürgermeister mit sämtlichen Senatoren kommt und auch seine Figur da reinsetzen möchte, das lasse ich mir natürlich nicht entgehen und deswegen fahre ich jetzt in die Europapassage. So, es war einfach genial. Also das war Gänsehaut pur. Im Endeffekt wie die kleinen Kinder. Olaf, ich möchte neben dir sitzen und sowas. Es war einfach ein sehr schönes Erlebnis. Und ich hoffe, dass wir dieses Feuer, was wir eben gerade auch bei unseren Politikern erlebt haben, wirklich auch auf die Hamburger übertragen können. Nochmal vielen Dank.